Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Ja, wir spielen heute ein Spiel, was ich gestern beim PlayStation Store, im PlayStation Store gefunden habe, und zwar Stories, The Path of Destiny. Ja, das ist, eher ein spontanes Spiel, da, es ist eigentlich ein anderes Spiel geplant. Aber das kommt wohl erst Ende April raus, wenn überhaupt. Schade, aber dann habe ich so halt ein bisschen herumgestöbert und herumgeschmökert, ne, was man so alles noch spielen könnte. Dachte ich mir mal, hey, in der PlayStation Store gucke ich immer so selten rein. Ich weiß gar nicht warum, weil ich eher so ein bisschen Steam fixiert bin. Und da habe ich dann dieses Spiel gefunden, es gibt es auch auf Steam, habe ich gesehen, gibt es auch auf Steam dieses Spiel. Also nicht nur PlayStation 4, sondern auf Steam, aber ich wollte es für PlayStation 4 haben. Weil ich wollte mit meiner PlayStation 4 spielen. Ja, auf jeden Fall ist das ein Spiel, es ist ein kleines Indie-Game. Wobei ich nicht weiß, ob es wirklich klein ist. Das ist ein Action-Rollenspiel. Ich drücke einfach mal auf Spielen, ne? Also hier, ne, neues Spiel und so, können wir gleich alles machen. Ja, und zwar spielen wir einen Fuchs, dessen Namen ich einfach nicht aussprechen kann, aber den kriegen wir bestimmt gleich vorgelesen, denn wir spielen einfach, wir spielen ein Buch. Und zwar, wir kriegen es halt, denke ich mal, vorgelesen oder müssen selbst vorlesen und müssen unsere eigene Geschichte erleben. Wir sind halt, der Fuchs, der ist ein Held und, je nachdem, wie wir uns in dem Spiel entscheiden, entscheidet das den Spielverlauf. Und es soll sehr, sehr viele Möglichkeiten geben, also einen hohen Wiederspielwert, also ich bin sehr gespannt drauf und ich würde sagen, genug geschnattert, wir machen einfach mal ein neues Spiel. Once upon a time, the infamous rover Reynador plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. Then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynador had promised his mother he'd protect him. Ja, wir sind Reynador, also den Namen kann man doch ein bisschen aussprechen, aber wenn man ihn liest, man muss ihn vorgelesen bekommen. Ist es schon mal gut, dass wir es vorgelesen bekommen. Es ist halt leider, nur mit deutschen Untertiteln und nicht auf Englisch. Also englische Sprachausgabe und, deutscher Untertitel, aber macht nix. Englische Sprachausgabe hört sich halt, es hört sich halt nur mal besser an. Die Ladetitel sind hier erstaunlich lang. Ist mir schon beim Starten des Spiels aufgefallen. Der arbeitet und speichert. Habe ich oben rechts gesehen. Musik setzt ein. The kid was looking down, watching his city burn. "Sorry, kid," Reynador told the kid. "Look, if we give them the book, they'll leave you alone." "My mother died for this book!" "I promised her I'd protect you." "Oh, damn it." The kid had run off. With the book, of course. So Reynador had to run after him. Tja, wir müssen jetzt wohl, hinter diesen, Kid hinterher. Also nicht von Knight Rider Kid, also nicht der schwarze Wagen, sondern der Junge. Da müssen wir jetzt hinterher, denn er hat ein Buch und wir haben geschworen, erstmal den Jungen zu beschützen und der Junge hat seiner Mutter geschworen, das Buch zu beschützen. Ja, also beschützen wir auch gleichzeitig das Buch mit. Gut, und wie man sieht, die Grafik ist schon mal, ich finde die sehr schön, die ist sehr schön gezeichnet, also es ist alles selbst, alles selbst so ein bisschen hervorgeschnuffelt.
Jetzt gucken wir, was wir so ein bisschen machen können. Schwert kämpfen können wir. Das ist toll. Und ich würde mal sagen, bevor unser kleiner Freund in Schwierigkeiten gerät, rennen wir mal hinterher. Ich mag die Perspektive sehr. Also die Perspektive gefällt mir wirklich. Two ravens were staring at the kid like he was their dinner, which probably was what was in their tiny brains. Hey, Reynador said. They cocked their heads at him. Pick on someone as ugly as you. Wait, that didn't come out right. For the Emperor! The ravens cawed and rushed at him. Entschuldigung, sucht euch jemanden, der genauso hässlich ist wie ihr. Nee, warte, das war anders gemeint. Ja, ist schon mal gut. Wenn ein Gegner angreifen will, links und Dis zum Kontern. Kontern kann andere Aktionen unterbrechen. Ja, alles klar. Linksklicke, hab aufs Maul bekommen. Nicht linksklicke schlecht. Warum nicht kontern? Aua, müsste vielleicht mal kontern. Testen wir das doch mal. Ah, da haben wir gekontert. Sehr gut. Da müssen wir nur auf die Gegner halt achten, wie sie ihre Bewegungen machen. So, schauen wir erstmal hier lang. Oder sollen wir da oben? Nee, ich glaube, hier geht's nicht lang. Deswegen schauen wir erstmal hier lang. Doch, ich mag die Perspektive, wie man von oben so runterschaut. Das gefällt mir sehr. Und es ist schön, einfach das schön vorgelesen zu bekommen. Auch wenn der Sprecher bis jetzt ab und zu mal... A dropship flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. The kid. Okay. Wo ist denn der Junge hin? Warum läuft denn der einfach weg? Der will sich der Rebellion an... Hilfe. Halte das Ding da zum Angreifen gedrückt und den linken zum Zielen und loslassen zum Werfen. Ach, gedrückt halten. Okay, okay, okay. Krieg's hin. Und ciao. Voll geil. Ciao. Und tschüss. Okay, das ist voll cool. Wie kann sie also, naja, hier runterstürzen lassen? Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke. Making the skyship docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero's sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Reynador going to get a hero sword? Was? Wir haben hier kein Heldenschwert dabei und kommt falsches Schwert. Oh, wir kommen hier nicht durch, das ist unfassbar. Wie ist denn der hier überhaupt durchgekommen? Der hat doch auch kein Heldenschwert. Ah, Fragen über Fragen. Aber man merkt schon, das ist mit einer Prise Witz hier gemacht. Das Spiel nimmt sich schon mal gar nicht mal so ernst. Das ist super und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier ein Heldenschwert finden. Wobei hier liegen auch noch viele andere coole Rüstungsteile rum. Oder Schwertwaffen. Das Schild und da, ja, öffnen können wir. Werkbank benutzen. Okay, da lernen wir vielleicht gleich noch was. Ich öffne erstmal. Ore and wind essence? That sounds about right. I'll need a workshop though. Okay, können wir jetzt craften? Perfect. Wie geil, wir können sogar unsere eigenen Waffen craften. Waffen und Juwelen. Gut, Juwelen können wir noch nicht machen, aber wir können uns unsere eigene Waffe craften. Okay, das hat schon mal Stil. Schwerter schmieden. Dies ist das Schwerterschmiedemenü. Hier kannst du mächtige Zauberschwerter schmieden und ausrüsten. Sammle aus den Kisten, die du in ganz Boreas findest, die nötigen Materialien. Weiter. Aktuelles Level und Spezialkraft des gewählten Schwertes. Okay, noch ungeschmiedet. Geschmiedet. Ja. Spezialkraft sieht hammermäßig aus. Okay, das Schwert müssen wir haben, denn, naja, es sieht hammermäßig aus. Die Materialien, die du brauchst, 3 Erz haben wir. Weiter. Du hast genügend Materialien, schmiede dein Schwert. Auf. A hero sword. QED. Ja, das sieht wirklich hammermäßig aus. Irgendwie kein bisschen.
Okay, jetzt brauchen wir 30 Erz. Gut, das Windextrakt haben wir schon mal. Erlaubt es auch, sich selbst zu heilen. Cool. Alter, was gibt das? Okay. Nicht durchgucken, sondern wir haben jetzt scheinbar ein Heldenschwert. Denke ich mal. Das müsste jetzt heldenhaft genug sein, um durch die Tür zu This is kommen. what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Reynador's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. Okay. Also die Mutter des Kindes wurde von den Raben, also die wir hier die ganze Zeit bekämpfen, naja, verbrannt. Klingt echt hart, aber die wurde verbrannt, die Mutter. Und naja, wir müssen halt einfach auf den Bengel aufpassen. Also wir sind Babysitter Reynador. Den Namen, der wird schwer zu merken sein, das weiß ich jetzt schon. Ja, jetzt immer Ronaldo. So, wir nennen ihn Ronaldo. Ronaldo ist auch einfach, oder? So, was ist denn? It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. Wise-ass kid. Hey, look out behind you. Cute, said Reynador. Oh, Oha. Ravens. Raben, die nicht fliegen können. Mach dich fertig, Alter. Ich finde die Kampf-Action schon mal cool, wie er auch die Füße halt benutzt. Ist schon... Das war knapp. Wie er halt auch die Füße dazu benutzt, ist schon geil gemacht. It was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. How had he done it? Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Mann, was für ein Glück, dass da gerade ein Altar auftaucht, wo wir eventuell die neue Fertigkeit lernen können. Meine Güte, ich raspel hier aber auch heute ganz schön, um über diese Schlucht zu kommen. Wir sind ja kein Hase wie unser Freund der Herr Hase, sondern wir benutzen den Altar. Fähigkeiten. Wenn du ein Level weiterkommst, dann erhältst du auch einen Fertigkeitspunkt. Du kannst sie an den Altären von Boreas ausgeben, um neue Fertigkeiten freizuschalten oder die vorhandenen zu verbessern. Gut, das gibt es... Ach du Scheiße, was gibt's denn hier noch alles? Fertigkeitenstufe. Es gibt 4 Fertigkeitsstufen. Je mehr Wahrheit du aufdeckst, desto mehr Stufen schaltest du frei. Fähigkeiten-Info. Okay, hier findest du die Beschreibung für jede Fähigkeiten und die Erfordernisse für ihre Freischaltung. Du kannst Fertigkeiten ausgeben, kaufe hier dir die Hakenschussfertigkeit. Ich will aber... Okay, was haben wir denn hier alles? Wir haben Haken, Hakenschaden, Haken. Stürzen, Combo, Stürzen, was ist das denn für eine Fähigkeit? Aufs Maul gehen oder was? Ist eine tolle Fähigkeit. Die Fähigkeit besitze ich aber auch. Was ist das? Statistik? Achso, Gesundheit und Tempo. Ah, cool. Okay, wir sollen aber die Hakenfertigkeit lernen. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Da fehlt ein bisschen die Übersetzung, aber ich habe gehört, wir können die Zeit einfrieren. Du kannst dich an Pfosten anhaken, also was denn für Pfosten? So menschliche Pfosten oder pfostige Pfosten? Du kannst dich an Pfosten anhaken, um Abstände zu überbrücken. Drücke dein und den Haken oder ziehe Gegner zu dir hin. Alles klar. Krieg ich hin. Also, glaube ich. Also, ich glaube jetzt einfach mal dran, wa? So, wo haben wir denn den Pfosten? Da hinten. Tschick. Sehr schön. Zurückkommen wir ja nicht, ne? Nö. Aber wir können hier rumhaken, wie man sieht. Sehr schön. Wir haben nur noch 40 Leben. Eigentlich möchte ich gerne mal ein bisschen Leben bekommen. So, bewegt. Wie ist denn der? Also, der Bengel, ne? Der hat das auf jeden Fall drauf. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kessel run in 12 furlongs. Well, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid, and took off. No! Peter!
The kid ran for it. Oha. And a goggler nailed him with its ID. Schnell, wir müssen ihm helfen. Los. Können wir das kaputt machen? Achso, wir wollten ihm helfen. Warte. Wir verstecken uns hier. Mobbing. Kleiner Wichser, ich mach dich fertig, Alter. Oh, ist er schon tot? Oder ist er... Oh, ja, er war tot. Wir haben ihn in 2 Hälften geschnitten. Ich glaube, wenn man Lebewesen in 2 Hälften schneidet, sind sie normalerweise tot. Aber mit den Haken konnten wir den gut betäuben. Das war super. So, wo ist denn der Bengel jetzt? Ah, da vorne liegt er. Was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes. And a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Reynador picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Okay, wir haben schon unser erstes Opfer zu beklagen. Der kleinen Jungen, den wir beschützen sollten, haben wir erfolgreich beschützt. Seine Asche, wie man sieht, schwebt hier gerade von dannen. Und kann man das... Das kann man kaputt machen. Okay, das hat mich angeleuchtet. Dann können wir das doch bestimmt auch. Oh, wir können hier kaputt machen. Oh, wir kriegen hier... Oh. Sehr schön. Erze. Mein Gott. Achso, ja, der arme Junge. Stimmt, wir müssen erstmal trauern. Ja, schade. Ich gehe jetzt Kisten öffnen. Voll das Arsch. Okay. Auf jeden Fall, wir sind schon mal ein Superheld. Also kein Superheld in dem Sinne von Batman, aber ein Superheld in dem Sinne von, naja, die wir beschützen sollen, sterben. Da hinten waren keine Kisten, deswegen können wir den nicht mitnehmen? Also irgendwie in irgendeine Urne oder in so ein Einwegglas legen oder so? Ja, das soll ihn da liegen. Der schwebt schon davon. So, Gesundheit gibt's hier. Können wir runterfallen? Okay, warum will ich das ausprobieren? Weil es wichtig ist. Das ist wichtig. Und Erze. Erze brauchen wir auf jeden Fall, damit wir uns unsere supergeilen Waffen schmieden können. Hey, hier geblieben. Nein, da war eine Kiste. Ich wollte die Kiste. Nein, die Kisten. Maybe he should open it and find out. All that had been years ago. How many? The war was a blur, and now 3 Raven scout ships were chasing him. Where are you running, rebel? Cawed the Raven captain over the loud hailer. Reynador could see them cranking up their catapults. Just going out for milk? Reynador yelled back. Where can you run? Laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. Take us to the rebel base! I will spare your life! It called. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven. A sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time. Unless Reynador could bring a game-changer. Maybe he could. Reynador had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper. The legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Reynador a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Reynador could only rescue him. Reynador dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper. Oh Gott, jetzt müssen wir uns schon entscheiden? Okay, man kann keinen neuen alten Freund gewinnen. Die Rebellion war in Gefahr und Reynador muss eine Lösung finden. Auch wenn Lapino nun wirklich nicht als Lösung betrachtet werden konnte, manchmal hatte er doch ein paar verrückte Ideen. Vielleicht sollte er ihn retten. Okay, also unser alter Freund ist in Gefahr, scheinbar gefangen worden von den Raben und jetzt haben wir hier noch was anderes.
Baue den Sky Ripper. Die Rebellion war in Gefahr und Reynador musste eine Lösung finden. Ein uraltes Artefakt, das die verlorenen Götter besiegt hatte, könnte das Spiel für ihn entscheiden. Doch es war vor vielen Jahren in 2 Teile zerbrochen. Reynador konnte es wieder zusammensetzen, wenn er nur zunächst das Gehäuse an sich bringen könnte. Ja, entweder retten wir jetzt unseren Freund, den Hoppelmann, oder, naja, wir bauen Schwert und schlachten einfach alle an. Ab, nicht an, ab. Das ist natürlich, wir sind sehr gut da drin, Leute zu retten. Das haben wir jetzt schon gesehen, besonders Hasen. Hasen stehen in unserer, ja, Rettungsphase sehr gut da. Also es steht 0:1 für den Tod, nicht für uns. Oder wir könnten ein Schwert bauen, was wir schon geschafft haben. Aber das wird bestimmt nicht einfach nur mit 3 ärztlich zusammenschustern lassen. Da müssen wir erstmal die Teile finden. Ja, das ist natürlich... Guck mal, da sieht man schon... Ich glaube, je nachdem, wie wir uns entscheiden, das ist ein vollkommen anderer Spielverlauf. Also ein komplett anderer. Aber ich werde wieder versuchen, mein Bestes zu geben. Und ich würde sagen, wir retten mal unseren Freund, den Lapino, weil er einfach so einen schönen lapinischen Namen hat. Und er ist ein Hase. Und wir müssen als Fuchs einfach alles tun, um Hasen zu retten. Wir als Fuchs haben die Aufgabe, Hasen zu retten. Das ist der natürliche Instinkt eines Fuchses. Deswegen machen wir, man kann keinen neuen alten Freund gewinnen. Ah, Lapino. Apparently the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble given time, but he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Oha, müssen wir uns jetzt wirklich so weit beeilen, dass wir uns so sehr beeilen müssen? Das wäre schwer. Ich hoffe, nichts unter Zeit.